und herzlich willkommen in meiner Werkstatt. Hier seht ihr das fertige Sonnenblumenbild, das rausgeschnitten wurde, und wie ihr seht, gibt es eine Menge Fäden zu vernähen. Was für manche vielleicht der Horror ist, diese ganzen Fäden vor sich zu haben, ich freue mich da immer drauf. Die Fäden zu vernähen mache ich gerne, es ist einfach eine nette Abwechslung zum Weben, es ist eine andere Art Arbeit und die mache ich zwischenrein ganz gern. Jeder Faden muss einzeln vernäht werden. Das heißt, es ist immer mehrere Fäden natürlich, die immer aus einem Puschel sind. Und dazu benutze ich eine Nadel, die vorne eine kleine Kugel hat. Diese kleine Kugel verhindert, dass ich zwischen die Fäden steche. Wenn ich die jetzt vernähe, gehe ich immer ein bisschen vor und zurück und ich steche hinter die Fäden. Hätte ich jetzt eine spitze Nadel, wäre das etwas schwieriger. Beim Vernähen achte ich darauf, dass ich immer um den Kettfaden rumnähe, dass wenn ich den Faden nach hinten nehme, dass er da vorne fest ist. Und erst wenn alle Fäden vernäht sind, schneide ich alle gemeinsam ab. Und so wird ein Faden nach dem anderen vernäht. Hier zeige ich euch jetzt, warum ich die Fäden immer ein Stück hin und zurück vernähe. Würde ich den Faden einfach nur auch ein längeres Stück geradeaus vernähen, kann man sehen, dass er überhaupt keinen Halt hat. Ich kann ihn einfach so durchziehen. Das bringt also nicht viel. Wenn ich ihn aber über ein paar Fäden in die eine Richtung und dann über ein paar Fäden in die andere Richtung vernähe, kann man gut sehen, dass er dann hält. Ich kann ihn nicht mehr rausziehen. Und auch wenn ich ihn abschneide, ist er so sehr gut gesichert. Jetzt zeige ich euch noch einen kurzen Zeitraffer über die Arbeit des Vernähens. Viel Spaß damit!